der auch ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben hat. Und der wird nach der jetzigen Planung, darf ich das sagen? Ja, bitte, bitte. Wir haben schon auch angemeldet. Im März, richtig, das steht ja auch schon auf dem Zettel, der wird im März hier erscheinen und wir dachten, dass wir vielleicht dann eine Woche oder 2 Wochen vorher, vor diesem Vortrag von Herrn Schleim, eine Einführung machen in diese Thematik. Und insofern wollten wir heute das Thema Krieg und Ethik vorläufig jedenfalls abschließen und nochmal zurückkommen auf den Ausgangspunkt, das war das kantische Projekt des ewigen Friedens. Und ich glaube, wie wir gesehen haben, hängt die Verwirklichung eines solchen Konzepts wesentlich davon ab, ob es uns gelingt, ein zivilisiertes Verhalten unter den Staaten der Welt herzustellen, zu befördern, zu befestigen. Und das geht jedenfalls auf einer Schiene wesentlich über die Entwicklung und Fortentwicklung des Völkerrechts. Und da haben wir mit der Gründung der Vereinten Nationen, glaube ich, einen großen Schritt getan, insofern als dort der Gedanke der Rechtsgemeinschaft der Völker eigentlich eine unumkehrbare Grundgegebenheit geworden ist. Das heißt, es kann sich niemand jetzt mehr so leicht darüber hinwegsetzen, dass es ein Forum der Weltöffentlichkeit gibt, vor dem sich gegebenenfalls ein souveräner Staat verantworten muss für seine Handlungen. Wir sehen es im Moment mit Syrien. Wir sehen dann auch gleich, welche Schwierigkeiten diese Institutionalisierung eines gemeinschaftlichen Völkerrechts noch hat, weil die Institution, die kompetent ist, laut UNO-Satzung, solche Verletzungen des Rechtsfriedens zu diskutieren und dann gegebenenfalls auch zu verfolgen, mit wirksamen Sanktionsmaßnahmen zu verfolgen, dass diese Institution, der Sicherheitsrat, sich gegebenenfalls auch nicht einigen kann und dann die tatsächliche Schlichtung eines Konflikts blockiert ist. Es stellen sich da natürlich auch noch viele andere Fragen, gerade im Fall Syrien. Man kann natürlich, wie die syrische Regierung das auch tut, argumentieren, dass da eine rein innerstaatliche Auseinandersetzung, in die die Völkergemeinschaft nicht eingreifen darf. Also dass es ein Interventionsverbot gibt. Und an dieser Stelle sind wir nun mal. Die Idee hat sich Geltung verschafft, die kantische Idee hat sich Geltung verschafft im Zuge der Gründung einer Rechtsgemeinschaft der Völker und der Durchsetzung des Gedankens der kollektiven Sicherheit. Zentraler Punkt. Kollektive Sicherheit heißt, der Weltfrieden ist die Angelegenheit der Völkergemeinschaft und nicht bloß von 2 Kontrahenten, sondern es gibt jemanden, der darüber wacht und gegebenenfalls ein Forum bereitstellt für die Diskussion, der darüber wacht, ob der Weltfrieden eingehalten wird und der gegebenenfalls Maßnahmen verabschiedet, die die Verletzung des Weltfriedens wieder aufheben sollen. Nicht nur das, sondern die UNO-Charta enthält auch die Verpflichtung der Völkergemeinschaft auf die Bewahrung und sogar Durchsetzung der Menschenrechte. Und auf diesem Wege ist also die Frage der Intervention
der Staatengemeinschaft in einem Land, das erkennbar die Menschenrechte auf massive und systematische Weise, das sind die Bedingungen, massiv und systematisch, verletzt, auf massive und systematische Weise verletzt, dass die Völkerrechtsgemeinschaft ein Recht hat, hier einzugreifen. Mit Sanktionen wirtschaftlicher Art oder anderer Art, aber auch mit militärischen Mitteln. Den letzten Fall, der unter diese Idee der humanitären Intervention subsumiert worden ist, war der Fall Libyen. Und es ist interessant zu sehen, dass im Zuge dieser Herausforderung, die sich jetzt an die UNO ergeben hat, weil sie die Menschenrechtswahrung in die Charta geschrieben hat, steht sie jetzt vor der Frage, was passiert, was dürfen wir tun, was darf der Sicherheitsrat tun, wenn die Menschenrechte massiv und systematisch verletzt werden. Dürfen wir eingreifen, darf der Sicherheitsrat, etwa die NATO oder wen auch immer, beauftragen, im Namen der Völkergemeinschaft militärisch gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. In diesem Rahmen stellt sich die Frage gewissermaßen der zeitweiligen Aushebelung, wenn Sie wollen, oder des Übergehens des Souveränitätsrechts eines souveränen Staats. Ja? Das ist also eine Herausforderung, die sich da stellt, die sich dem Völkerrecht stellt, denn darum geht es dann. Kann man in gewissen Fällen eine Ausnahme machen von dem Prinzip, dass die Souveränitätsrechte eines Staates heilig sind? Ja, gibt es irgendwie eine Rechtsgrundlage dafür? Das ist also die Frage der humanitären Intervention und der Responsibility to Protect, wie das auf Englisch genannt wird. Also die Verantwortlichkeit, jemanden zu schützen oder die Verpflichtung, jemanden zu schützen. Kann man diese Verpflichtung oder diese Verantwortlichkeit begründen? Und in diesem Zusammenhang ist man in der völkerrechtlichen Diskussion darauf gekommen, dass es ja schon eine ganz lange Tradition der Lehre vom gerechten Krieg gibt. Die geht zurück ursprünglich auf Augustinus, kann man sagen, das wäre also 400 nach Christus, Kirchenvater Augustinus, Bischof, der sich zur Frage des gerechten Krieges geäußert hat. Diese Tradition ist dann fortentwickelt worden im Rahmen der Theologie der Kirche und hat eine systematisierende und in gewisser Weise abschließende Beantwortung gefunden durch Thomas von Aquin. Dann ist die Frage aber weiter verfolgt worden, speziell in der spanischen Spätscholastik. Der Name de Vitoria ist da wichtig, Francisco de Vitoria und Francisco Suárez. Diese beiden Philosophen und Theologen haben sich ebenfalls über die Frage der Rechtfertigung kriegerischer Unternehmungen Gedanken gemacht. Und wir haben dann mit Hugo Grotius und mit Kant sozusagen die Antwort der außerkirchlichen Tradition auf diese Frage vom Standpunkt der Aufklärung aus, wo der Gedanke des Naturrechts geltend gemacht wird, das Naturrecht, das unabhängig ist von einer kirchlichen Offenbarung oder von einer religiösen Autorität, sondern rein der menschlichen Vernunft entspringt. Da steht die Überzeugung dahinter, dass die menschliche Vernunft unabhängig von irgendwelchen religiösen Offenbarungsschriften in der Lage ist, grundlegende Fragen der Ethik und der Politik
selbst aus sich heraus zu beantworten. Das ist ja die Grundlage des ganzen kantischen Denkens etwa, dieser Aufklärungsgedanke. Gut, das wäre also dann gewissermaßen das kleine Programm für heute. Ich würde Ihnen gerne die Grundgedanken der Lehre vom gerechten Krieg skizzieren und nochmal auf einige der genannten Autoren eingehen. Und dann in einem zweiten Teil wäre zu fragen, ob wir nicht über diese Frage, gibt es einen gerechtfertigten Krieg, hinausgehen müssen zu der Frage, sollten wir uns nicht mehr auch auf den Gedanken des gerechten Friedens besinnen. Dazu haben interessanterweise beide Kirchen in Deutschland, sowohl die evangelische als auch die katholische, sich grundlegend geäußert in zwei Schriften, so um 2002 herum. Gerade in dem Moment, als auch die UNO in einem Sonderbericht, durch den eine, glaube ich, Kommission unter kanadischer Führung erstellt hatte, zu der Frage der humanitären Intervention vorgelegt hatte. Und die Frage ist allgemein gesagt, ist die Weiterentwicklung des Völkerrechts ausreichend, um sozusagen dauerhaft friedliche Verhältnisse im Rahmen der globalen Völkergemeinschaft zu befördern und sicherzustellen? Oder müssen wir auch über diese rechtliche Entwicklung hinaus andere Maßnahmen in Erwägung ziehen? Also, haben Sie soweit Fragen zum Thema? Wir können auf die Frage, ob Krieg überhaupt gerechtfertigt werden kann, nachher noch eingehen. Lassen Sie mich dann zunächst mal kurz darstellen, wie es zu dieser Lehre vom gerechten Krieg kam. Eigentlich ist das eine Lehre, die aus der Tradition der Kirche heraus und der theologischen Dogmatik entstanden ist, denn Sie haben ja im Neuen Testament etwa das klare Gewaltverbot durch Jesus und sogar das Gebot der Feindesliebe. Also Krieg ist da überhaupt nicht möglich, noch nicht mal als Verteidigung. Die andere Backe hinhalten, ja, denken Sie daran. So, jetzt nehmen Sie diesen religiösen, bitte? Ja, ja, dann kann man sich trotzdem noch fragen, wie ist das mit der Selbstverteidigung? Ne? Darf ich mich nicht wehren? Im Grunde ist es ja rechtlich einwandfrei anerkannt, dass das Recht, sich zu wehren, unbestritten ist. Und wobei das 5. Gebot unterschiedlich übersetzt wird übrigens. Nämlich? Du sollst nicht morden. Nicht morden. Ja, das ist ein erheblicher Unterschied. Nur mal als Zwischenbemerkung. Ja, Mord wäre... Eine Absicht, ja. Ja, Mord Ja, ist Übersetzung. beruht auf Absicht. Weil die Definition auf Mord bedeutet, dass man jemanden tötet. Ich wollte Ja, mal die Übersetzung. Die Übersetzung des Neuen Testaments ist unterschiedlich. Ja, ja. Das ist nicht gesagt. Mord heißt, dass jemand töten. Und das andere, ob Vorsatz oder ohne Vorsatz, das wird nicht. Gut, ja. Situationsbedingt. Nur am Rande. Na, aber Mord, nein, ich glaube, ich bin kein Jurist, also kann ich nicht mit Autorität sprechen. Eine qualifizierte Tötung. Ja, ja. Das heißt, Und zwar qualifiziert durch. Verwerfliche Merkmale. Ja, ganz genau. Ja, Niedertrag. Nein, das hat mit Vorsatz nichts zu tun. Ich kann auch mit Vorsatz töten, ohne jemanden zu morden. Richtig. Aber Planung gehört doch auch dazu, oder nicht? Ja, mit Wissen und Wollen. Also Bitte? mit Mit Wissen und Wollen. Mit Wissen und Ja, Wollen. ja, Herr ja. Brinkmann, heute früh kam, glaube ich, im Ja. Morgen
Zeitzeugen, irgendwie sowas. Ach so. Zwischen 9 Uhr und 9 Uhr 15, Benedikt XV., der hat gesagt, dass Soldaten Mörder sind. Ja, das ist dann natürlich auch eine Streitfrage. Da gab es doch auch eine höchstrichterliche Entscheidung, glaube ich, in der Frage, ob jemand unsere Soldaten Mörder nennen darf. Das war vor einigen Jahren, ist das entschieden worden, und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Sinne, dass das nicht zulässig sei. Oder ich weiß nicht, wie der Fall jetzt im Einzelnen entschieden wurde, ob das als Meinungsäußerung, ich glaube sowas, wurde als Meinungsäußerung gelten gelassen, aber in der Sache ist es nicht gerechtfertigt. Das ist eine politische Definition. Ja. Ja, aber Sie sehen, das sind schwierige Fragen, Die 10 Gebote waren ja nicht. wo man ja natürlich gerne Klärung hätte. Also Sie haben in diesem, vor diesem Hintergrund der biblischen Position bezüglich Krieg und Aggression haben Sie jetzt das Problem, dass die Kirche praktisch auch in weltliche Verhältnisse eingegriffen hat. Der Papst musste jeden Kreuzzug genehmigen. Und dass die Kirche ihrerseits auch immer in die weltlichen Auseinandersetzungen zwischen den